Vor kurzem haben wir eine interessante Podcast-Folge aufgenommen mit einer Rechtsanwältin aus der Dominikanischen Republik. Die wollte ich an dieser Stelle mal ein bisschen anteasern und dir Lust machen auf die Dominikanische Republik. Diese kann nämlich durchaus sehr attraktiv sein. Viele von euch werden die Dominikanische Republik als Urlaubsziel kennen. Viele von euch waren vielleicht schon da auf der Dominikanischen Republik. Man kann ja da tatsächlich sehr schön Urlaub machen. Vorteil an der Dominikanischen Republik im Vergleich zu vielen anderen Karibikinseln ist sicherlich die Größe. Das Land ist ja ungefähr so groß wie die Schweiz, also jetzt nicht so mini klein wie zum Beispiel St. Lucia und andere Inseln dort. Und diese Größe hat natürlich zur Folge, dass es dort auch Infrastruktur gibt, auch Infrastruktur natürlich im Sinne von Anreise, Flugverbindungen und so weiter und so fort. Und dadurch, dass die Dominikanische Republik eben so ein beliebtes Ferienziel ist, gibt es auch hochwertige Immobilien. Das ist ja auch in vielen dieser Inseln ein tatsächliches Problem, dass man dort im Grunde, selbst wenn man jetzt etwas kaufen möchte, gar nicht wirklich die Art von Objekt kaufen kann, die man sich so vorstellt. Und auch Santo Domingo ist natürlich eine Stadt, die schon eine gewisse Größe hat. Also da reden wir schon hier von der Metro-Area von mehr als 4 Millionen Einwohnern. Also da ist schon eine Stadt, wo man sich ein Leben durchaus vorstellen kann. Da gibt es sehr schöne Bezirke, sehr schöne Gegenden, da gibt es Schulen, auch wiederum hier Infrastruktur. Also da kann man realistisch sich tatsächlich schon ein Leben vorstellen, wenigstens für eine gewisse Zeit des Jahres. Auch hier muss man natürlich immer auf die Jahreszeiten schauen. Das ist ja in der Karibik immer der Fall. Also ich würde dir empfehlen, zum Beispiel hier Herbst und Winter zu verbringen. Das kann sehr angenehm sein bei schönen Temperaturen, ohne dass es jetzt so wahnsinnig heiß ist, ohne dass die Luftfeuchtigkeit so groß ist, dass es tatsächlich unerträglich wird. Ja. Also wie gesagt, die Dominikanische Republik, das ist schon eine realistische Destination. Natürlich nicht für jeden, aber wenn das so dein Geschmack ist, dann kann man sich dort ein Leben schon vorstellen. Heute wollte ich nochmal auf ein paar andere Aspekte eingehen, hier bezüglich der Dominikanischen Republik. Vieles eben besprechen wir dann auch im Detail mit der Anwältin, die wir interviewt haben. Zum Beispiel das Thema Aufenthaltsgenehmigung. Hier ist es recht einfach als sogenannter Rentista. Das klingt wie Rentner, hat aber im Grunde damit nichts zu tun. Damit ist letztlich Privatier gemeint, also jemand, der mit eigenen Mitteln letztlich überlebt. Ja. Hier reichen schon 2000 US-Dollar im Monat an Einkünften aus, damit du hier eine solche Bewilligung erhältst. Die lässt sich beliebig oft verlängern. Ein großer Vorteil daran ist, dass wenn du diesen Rentista-Status hast, dass dann sämtliche Auslandseinkünfte steuerfrei sind. Das geht nur, wenn du eben einen entsprechenden Status hast als Ausländer. Ansonsten gelten hier andere Regeln in der Dominikanischen Republik und das wird auch vielfach falsch im Internet veröffentlicht. Also nur wenn du hier als Ausländer einen Aufenthaltstitel hast, da gibt es eben diesen Rentista und dann natürlich auch noch andere, dann kannst du tatsächlich hier leben, ohne Steuern auf deine Auslandseinkünfte zahlen zu müssen. Sehr interessant. Und eben 2000 Dollar im Monat, das werden viele haben. Das ist jetzt nicht so schwierig. Es gibt dann auch noch ein Investorenvisum. Mit diesem Investorenvisum kannst du also dann eine Daueraufenthaltsgenehmigung in der Dominikanischen Republik erhalten. Du musst hier für 200.000 US-Dollar in eine Immobilie in der Dominikanischen Republik investieren. Da wollen wir uns doch jetzt mal hier einige anschauen. Puerto Plata ist ja doch einer der beliebtesten Urlaubsorte in der Dominikanischen Republik. Hier zeige ich jetzt dir mal einige Immobilien, die hier zum Verkauf stehen. Das ist jetzt irgendeine Seite. Ich habe keine besondere Beziehung zu dieser Seite. Ich kann dir auch die Seite nicht empfehlen. Ich habe das einfach online gefunden. Hier kannst du also sehen, übrigens die Preise werden in Euro angezeigt. Hier kannst du sehen, dass zum Beispiel hier ein solches Apartment mit einem Schlafzimmer wird für 110.000 Euro angeboten. Alles relativ modern. Dann hier eine schönere Anlage, auch ein Apartment, sieht eher aus wie ein Luxusapartment. Das ist natürlich dann schon mehr, 1,5 Millionen fast. So, aber hier wiederum
eine Wohnung, Neubau, auch wieder 100.000, hier 176.000, 300.000, 200.000. Also da sind schon einige Immobilien hier tatsächlich verfügbar für einen erschwinglichen Preis, möchte man sagen. Hier kannst du sehen 500.000. Nun über die Gestaltung, da mag man sich dann streiten. Aber wie gesagt, also es gibt ein Immobilienangebot. Normalerweise ist die Ausbauqualität, wenn man hier ein bisschen aufpasst, gut. Also das heißt, die Immobilien behalten auch ihren Wert. So, also angenommen, du kaufst dort eine Immobilie für 200.000 Dollar, dann bekommst du eben dann hier diese Daueraufenthaltsgenehmigung. Du kannst dann ehrlich gesagt die Immobilie auch wieder verkaufen. Das heißt, du brauchst die nicht, um hier die Daueraufenthaltsgenehmigung zu behalten. Sehr interessant ist hier, dass du nach 6 Monaten schon, wenn du dieses Investment getätigt hast, den Pass der Dominikanischen Republik beantragen kannst, nach nur 6 Monaten. Ja. Wenn du dir also andere Länder anschaust, dann ist das eine sehr, sehr geringe Zeit und vielleicht für dich eine Alternative zu einem der typischen Citizenship by Investment Programme auf den karibischen Inseln. Dort musst du ja eine Spende leisten von 100.000, 200.000 Dollar oder sowas, also kein Investment tätigen. Das heißt, das Geld ist futsch, das Geld ist weg, sage ich jetzt mal, und bekommst dann den Pass. Hier in der Dominikanischen Republik investierst du 200.000, kannst ein halbes Jahr sein, kannst den Pass beantragen. 2 Dinge möchte ich dir hierbei allerdings sagen. In der Dominikanischen Republik kannst du den Pass beantragen nach 6 Monaten. Das macht aber noch keine Aussage darüber, wie schnell du dann den Pass hast. Es kann dann durchaus 1, 2 Jahre brauchen, bis du den Pass bekommst. Und das ist eben bei den Citizenship by Investment Programmen etwas anderes. Dort bekommst du den Pass per Kurier zugestellt innerhalb von 4 bis 6 Monaten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass der Pass der Dominikanischen Republik ziemlich wertlos ist, wenn es ums Reisen geht. Du kannst nur wenige Länder visumsfrei bereisen, zum Beispiel Russland. Ja. Aber den ganzen Schengen-Raum, dort kommst du nicht rein. In die USA kommst du nicht rein. So die Karibikpässe, St. Lucia, Dominica, Grenada, Antigua und Barbuda und diese, da hast du ja dann Zugang zum gesamten Schengen-Raum. Legst du also irgendwann mal die deutsche Staatsbürgerschaft ab, weil du hier nicht Steuern nach Staatsbürgerschaft bezahlen willst, dann kommst du mit den Karibikpässen der 5 genannten Inseln immer noch visumsfrei in die EU rein. Das kommst du mit dem Pass von der Dominikanischen Republik nicht. Aber jetzt kommt's und jetzt sage ich dir, warum eben möglicherweise auch ein schlechter Pass Vorteile hat. In den meisten lateinamerikanischen Ländern ist es so, dass du einen Pass sehr viel schneller bekommst, wenn du bereits einen Pass von einem Bruderland, sage ich mal, hast. Und die Bruderländer, das sind eben andere lateinamerikanische Länder oder zumindest spanisch sprechende, portugiesisch sprechende Länder. Spanien, ehrlich gesagt, Portugal würde auch dazu zählen. Aber dann bekommst du eben in sehr vielen lateinamerikanischen Ländern deren Pass dann auch recht schnell, beziehungsweise hier muss man auch sagen, du kannst sie nach einer kurzen Aufenthaltszeit beantragen. Hast du also den Pass der Dominikanischen Republik, dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich begründe jetzt einen Aufenthalt in Brasilien und dann bekommst du dort schon nach einem Jahr die Staatsbürgerschaft, beziehungsweise kannst sie beantragen. Es geht dann ein bisschen, bis du sie hast. Kolumbien 1 Jahr. El Salvador 1 Jahr, Honduras 1 Jahr, Panama 1 Jahr, Argentinien 2 Jahre, Mexiko hat einen hervorragenden Pass, 2 Jahre, Nicaragua 2 Jahre, Peru 2 Jahre, Bolivien 3 Jahre und so weiter und so fort. Costa Rica zum Beispiel 5 Jahre anstatt 10 Jahre. Das heißt also, dir kann auch ein schlechter Pass aus der Dominikanischen Republik etwas bringen, vor allen Dingen dann, wenn er dich nichts kostet. Wenn du sowieso vorhast, eine Immobilie dort zu erwerben in der Dominikanischen Republik, dann kostet es dich ja nichts oder vielleicht nur die Anwaltsgebühr, hier einen solchen Pass zu beantragen. Und dann hast du eben in diesen ganzen anderen Ländern die Möglichkeit, sehr rasch dann einen Pass zu bekommen. Wie gesagt, du musst dann natürlich dort eine gewisse Zeit leben.
Aber je nachdem, wie engagiert du bist und wie wichtig dir diese Pässe sind, heißt das sicherlich nicht, dass du dich dort permanent aufhalten musst. Ja? Gut, immer mehr Länder sind natürlich jetzt so, dass sie schon dich dort wirklich sehen wollen, aber du kannst vielfach für ein paar hundert Euro letztlich dort eine Wohnung mieten. Du hast schon mit einem relativ geringen Einkommen, manchmal $40.000, kriegst du schon den Daueraufenthaltstitel, also Auslandseinkommen, meine ich jetzt. Ja. Du musst da kein Investment machen. So, und dann hast du diesen offiziellen Wohnsitz, du hast dieses Einkommen im Ausland und kannst dann im Grunde nach kurzer Zeit dann hier den Pass beantragen. Das heißt, du könntest unter der Annahme, dass du Spanisch sprichst, denn das wollen alle Länder, dir dort mehrere Pässe im Grunde genommen besorgen, wenn du da ein Interesse hast. Das wäre also der Vorteil eines Passes der Dominikanischen Republik, der ansonsten nicht besonders gut ist, muss man sagen. Also, wie gesagt, demnächst werden wir dir ein ausführlicheres Interview zeigen zur Dominikanischen Republik, beziehungsweise je nachdem, wann du dieses Video anschaust, ist das natürlich auch schon online, dann einfach mal danach suchen. Aber aus meiner Sicht ein sehr attraktives Land, weil es eben tatsächlich eine Insel ist, auf der man sich vorstellen kann, wirklich zu leben. Das Land hat eben die gewisse kritische Größe. Es ist eben keine Mini-Insel, sondern die Dominikanische Republik ist eben so groß wie die Schweiz. Also da kann man sich schon ein Leben ganz konkret vorstellen, auch mit Familie. Lebenshaltungskosten sind günstig. Es ist relativ einfach, dort einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Steuerlich mit diesem Aufenthaltstitel sehr attraktiv, einfach die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Also da spricht schon viel dafür, wenn Lateinamerika und die Karibik für dich eine Region ist, die du dir vorstellen kannst, zumindest für einen Teil des Jahres. Ich muss dir jetzt nicht erzählen, dass natürlich die Dominikanische Republik auch ihre Schattenseiten hat. Keine Frage, Kriminalität, Korruption, da gibt es sicherlich alle möglichen Dinge. Aber ich gehe davon aus, dass du als jemand, der intelligent bist, sowieso davon ausgehst. Und wie gesagt, ich will dir jetzt nicht das Paradies verkaufen. Ich will dich nur jetzt inspirieren, damit du jetzt dann deine eigenen Nachforschungen machen kannst und dich näher mit dem Thema beschäftigen kannst. Klar, man muss immer realistisch sein. Ja? Ganz sicherlich ist die Dominikanische Republik nicht mit Deutschland, Österreich und der Schweiz zu vergleichen, aber wenn du das wolltest, würdest du ja auch nicht dorthin ziehen. In diesem Sinne, wenn die Dominikanische Republik oder ein anderes Land auch für dich interessant ist, wenn du dir überlegst, ins Ausland umzuziehen, dich steuerlich zu optimieren, dein Vermögen zu schützen, möglicherweise eine zweite Staatsbürgerschaft zu erlangen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.